So, bin jetzt seit einer Woche auf dem Trail unterwegs. Schon echt viel erlebt. Ging auch echt schnell rum die Woche. Mal gespannt, wie der Rest der Zeit noch so verstreicht. Langweilig ist es hier auf jeden Fall nicht. Also die Landschaft war zwischendurch mal langweilig. Aber dadurch, dass ich so viel zu tun habe sozusagen, weil ich ja doch weitergehen muss als die übliche Tagesetappe, weil ich ja nicht so viel Zeit im Gepäck habe, wurde mir jetzt nicht langweilig. Ja, Schmerzen ultra, ne? Wie gehabt. Also die Blasen sind jetzt alle geplatzt und es ist besser. Aber an den Fersen habe ich halt einfach so, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich Überlastungsschmerzen. Die sind wirklich sehr unangenehm. Aber ja, ist halt so, ne? Also im Nachhinein hätte ich doch lieber meine Bergstiefel mitgenommen als Trailrunning-Schuhe. Einmal wegen des Wassers, aber auch wegen des Terrains. Also habe ich echt nicht mit gerechnet. Also ich hatte mir vorher ein paar Vlogs angeguckt und auch so verschiedene Berichte gelesen. Und da stand eigentlich überall, ja, total easy, super ausgetretener Trail und so. Und zeitweise kann man hier wirklich überhaupt gar keinen Trail erkennen. Ja, vielleicht ist der Weg einfach in den letzten Jahren nicht so gepflegt worden. Oder vielleicht wird er auch gar nicht gepflegt. Und der Trail wird sozusagen von den Wanderern getreten. Und ich bin ja jetzt relativ früh in der Saison unterwegs. Die meisten starten erst im August. Ja, vielleicht bin ich halt einfach einer der Ersten, der den Weg dieses Jahr formt. Naja, egal. Sind alles so die Dinge, die man halt nicht vorhersehen kann, hundertprozentig, und es funktioniert ja trotzdem. Das ist schon eine spektakuläre Aussicht. Hier, da, dieser Kreis aus aufgehäuften Steinen, das ist ein Steinzeitgrab. Da wurde die Asche der Verstorbenen wurde in der Mitte, in diesem Loch da quasi, untergebracht. Tja, also da gibt es definitiv schlechtere Orte, um zur letzten Ruhe gebettet zu werden. Und hier geht es jetzt gleich hoch. Was für ein Anblick! Sehr schön auch die Kuh da oben. Da gibt es bestimmt das bessere Gras. Es ist so ein Privileg, hier zu wandern. Mit diesem Blick, es ist so schön. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht selber erlebt. Jeder von euch muss hier mal hingehen. Ey, das ist wirklich atemberaubend. Absolut herrlicher Ort. Und stell dir vor, du bist eine Kuh. Klar, irgendwann wirst du dann geschlachtet. Leider. Aber bis dahin hast du hier dein Leben verbracht. Da gibt es doch kaum was Tolleres. Bin hier gerade über den Pass rüber und jetzt so geil, ey. Jetzt gucke ich in die andere Richtung. Diese Berge, ey. Das ist wirklich so. Boah,
zieht euch mal diesen Kuhfladen rein. Junge, Junge. Was hat die Kuh denn vorher gefressen? Ja, oh, und da kommt noch ein See da unten. So, bin jetzt oben auf diesem Sattel hier. Da kam ich her, von ganz da unten irgendwo. Und jetzt geht's da lang. Hier jetzt erstmals über 2000 Meter Höhe. Ich glaube, der höchste Punkt des GR11 ist bei 2,7 oder irgendwie sowas. Man kann theoretisch auch noch ein paar 3000er besteigen. Muss ich dann mal gucken, wie dann da das Wetter ist und wie ich vorankomme und wie fit ich bin und so weiter. Ob ich das mache, habe ich aber jetzt nicht fest eingeplant, werde ich einfach spontan gucken. Aber ja, hier jetzt auf über 2000, schon ganz nice, schon echt. Boah, das ist richtig nice. Schön kalt. Tja, hier liegt eine tote Kuh. Komischerweise finden die Schmetterlinge das auch total geil. Wusste ich gar nicht, dass die Aas fressen. Ja, gehe ich mal woanders weiter. Ich war jetzt gerade kurz an der Refugio La Mina. Da war der Teufel los. Ja, da kann man essen und übernachten und so. Und es roch da auch echt lecker, aber ich habe noch nicht viel geschafft heute. Und ich muss also weitergehen. Und jetzt laufe ich hier gerade durch diese schöne Wiese und bin mal sehr gespannt, wo ich heute zelte, weil es kommt jetzt ein sehr steiler Anstieg. Also da bin ich mal gespannt, ob man da überhaupt irgendwo in der Zwischenzeit zelten kann. Oder ob ich jetzt hier noch 5 Stunden laufen muss. Was aber irgendwie auch nicht schlimm wäre. Also es ist jetzt 3:30 und es ist ja lange hell und ach ja, ich weiß auch nicht. Also so ein Schnitt von 2,5 Kilometern in der Stunde ist hier schon realistisch und das ist schon krass. Weil in Norwegen zum Beispiel bin ich viel schneller. Gut, ich habe jetzt natürlich auch die Schmerzen, aber ich weiß nicht, ob ich sonst schneller wäre. Aber wahrscheinlich ein bisschen. Aber sagen wir mal, dann wären es 3. Und das ist immer noch recht wenig für meine Verhältnisse. Ja, mal gespannt, ob ich diesen ganzen Weg schaffe in der Zeit. Es gibt allerdings auch natürlich immer zwischendurch die Möglichkeit, früher auszusteigen.
Also ich muss halt den Rückflug auf jeden Fall nehmen. Ich kann nicht verlängern, weil ich danach noch auf dem Festival bin. Ja, also was ich auf jeden Fall erreichen will, ist Andorra, weil ich ganz gerne noch mal wieder ein neues Land sehen würde. Aber also, wenn ich es jetzt schaffe, den Schnitt so zu halten, wie ich ihn bisher halte, dann schaffe ich es natürlich auch bis zum Atlantik. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, am Schluss auf den GR10 zu wechseln zum Beispiel, der in Bagnols-sur-Mer endet in Frankreich. Das hat den Vorteil, also das ist dann so ähnlich lang wie der GR11, allerdings endet der dann in einem Ort, von wo aus man wesentlich besser wegkommt als vom Cap de Creus, wo der GR11 endet. Der endet nämlich mitten im Nirgendwo und da muss man 3 Verkehrsmittel nehmen, glaube ich, um nach Barcelona zu kommen. Und vom Bagnols-sur-Mer kann man, glaube ich, durchfahren. Naja, also das sind so alles die Überlegungen, die ich mir so mache und ich werde aber einfach mal schauen, wie sich das Ganze so entwickelt. Ja, heute auf jeden Fall ein richtig toller Tag gewesen bisher, also Wahnsinnslandschaft, echt sowas von lohnenswert. Und hier ist es jetzt auch schon wieder sehr schön. Zecken scheint es übrigens sehr wenige nur zu geben. Ich habe noch keine wissentlich gesammelt und man läuft halt schon viel hier so. Mal wieder auf dem Pass hier. Da unten ist diese Hütte, wo ich vorhin war. Und das ist das Gebirge in der anderen Richtung. Boah, es ist sauer anstrengend. Also weit komme ich heute auf jeden Fall nicht mehr. Mal sehen. Es soll jetzt nachher eine einigermaßen flache Stelle geben. Da gucke ich mal, ob man da zelten kann. Oder ob ich einfach hart durchpushen muss. Unten gab es leider keine geeignete Stelle zum Zelten. Deswegen gehe ich jetzt weiter. Und als nächstes geht es hier hoch. Mit diesem Drahtseil. Ja, das wird abenteuerlich. Ich sag ja, technisch echt anspruchsvoll der Weg. So Freunde, das ist doch mal der geile Platz. Schön gerade, ist nicht voll gewuchert, keine Steine, keine Scheiße von Kühen. Geile Aussicht. Da hinten ist sogar ganz bisschen Wasser, brauche ich aber nicht, habe genug getankt. Ja, perfekt, dass ich noch hierher gegangen bin und nicht da so einen von diesen semi-möglichen Plätzen genommen habe. Hatte ich richtig einen Riecher gehabt. Gerade eben ist hier noch so eine Herde von so irgendeiner Rehart, Hirschart lang galoppiert. Da oben habe ich eben ein Murmeltier gesehen. Jetzt hier gerade die Schmetterlinge. Also was ist das für ein paradiesischer Platz. Wenn jetzt noch das Wetter gut bleibt, dann perfekter Abschluss für den Tag. Hier übrigens kleiner Trick, ne? Alles schmeckt geiler mit Sriracha. Hier so eine Art Butterkeks. Ordentlich Sriracha drauf.